Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ich sitze oben, das heißt im Klartext, es gibt kein Tabak-Review. Ihr habt es ja auch am Intro gesehen, ihr seht es ja auch schon am Titel. Es geht um eine Pfeife, die ich mir noch gegönnt hatte. Und zwar sozusagen als Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Aufmerksam gemacht wurde ich auf die Pfeife in Facebook. Der Pfeifenmacher hat die Pfeife hochgeladen. Es wurde angezeigt, gerade eben. Ich habe die Pfeife gesehen, war schockverliebt, bin sofort auf die Seite, Pfeife angeguckt, Pfeife bestellt. Als ich auf Facebook zurück war, stand drin, vor 2 Minuten. Ich habe nur noch drunter geschrieben, verkauft, Ausrufezeichen, weil das Baby gehört mir. Vorstellen möchte ich euch konkret diese Pfeife hier. Da bin ich auch wieder. Pfeife gesehen, Pfeife bestellt. Manchmal geht es einfach schnell. Und heute ist die Pfeife gekommen. Ich habe die Pfeife jetzt bereits dem ersten Rauchopfer unterzogen. Ich habe mit dem Einrauchen begonnen. Das konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Draußen sind es heute 7 Grad Celsius. Es ist zwar relativ kühl, aber dick eingepackt ist das oben auf der Loggia kein Problem. Box ausgepackt, 2 Beutelchen drin gefunden. In dem einen Beutelchen hier ist ein Kugelschreiber und den zeige ich euch mal kurz, weil dann seht ihr auch gleich, von wem die Pfeife ist. So, und zwar, ja, da haben wir ihn. UHP, Uwe Heidrich Pipes. Ja, die Pfeife, wie gesagt, ich konnte nicht widerstehen. Und ich fand es dann erstens mal natürlich vom Service super, weil die Pfeife bestellt, 2 Tage später war sie da. Hier ist die Pfeife. In diesem Beutelchen kommt sie daher. Hier ist auch noch ein ganz lieber Weihnachtsgruß drauf. Fand ich also total putzig. Also richtig süß gemacht. Und in der Pfeife, in dem Beutel hier, verbirgt sich was. Und zwar dieser Klopper hier. Pfeife gesehen, in die Pfeife verliebt. Und ich hatte mir die Bilder angesehen und konnte halt bei dieser Pfeife einfach nicht widerstehen. Ihr seht es ja. Ein ganz schöner Klopper. Ich habe ja nicht gerade kleine Hände und die Hand hier, die hat gut was zu tun. Da ist gut Holz, was man anpacken kann. Gefällt mir sehr gut. Was mir vor allem besonders gut gefällt, das kann man hier schön erkennen, das ist der silberne Ring oder der silberfarbene Ring. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt echtes Silber sein wird, sondern ich tippe fast auf chirurgischen Stahl.
weil gerade so diese Ringe hier, da kenne ich ja auch einige, die werden meistens aus Stahl gefertigt, sind damit natürlich pflegeleichter und bringen halt auch ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage. Die Pfeife war angegeben mit einem Gesamtgewicht von 100 Gramm. Jetzt wissen natürlich die meisten, Bruyère wiegt nicht viel, da muss die Pfeife irgendwie aus schlechtem Bruyère sein. Ey Leute, wenn das chirurgischer Stahl ist, wovon ich ausgehe, dann hat der Ring schon einiges an Gewicht. Ich habe Pfeifen dieser Art und ich weiß, was die wiegen. Und wenn ihr jetzt hier mal schaut, das ist ein richtig schöner, massiver Ring, der hier rundherum geht. Und so ein Ring hat ordentlich Gewicht. Aber ich komme ja gleich noch ein paar andere Details. Hier, Detailaufnahmen habt ihr es ja gesehen. Schöne Kammer für 9 mm Filter. Die Pfeife lässt sich entsprechend schnell hier auch wieder zusammendrehen. Hier ist der Klopfer. Klopfer im wahrsten Sinne des Wortes, weil, wie gesagt, hier ist gut Holz. In Relation dazu ist die Kopfbohrung mit 20 mm verhältnismäßig klein. Wenn wir jetzt mal schauen, der Kopf erinnert ja so ganz dezent ein bisschen auch an 320er Savinelli Outdoor Shape. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, weil wenn der Winkel hier nicht so hoch wäre, so etwas länger die Pfeife auch wäre, wäre es hier ein Prinz-Modell geworden. Das ist irgendwo so ein Ding zwischen einem Prinz, es könnte schon fast ein Brandy sein, es könnte auch eine Apple sein. Arthur passt allemal und hat halt dadurch, dass die Kopfbohrung nur 20 mm beträgt, ordentlich Holz, plus einen großen, ihr seht ja hier, dass der hier erhaben ist. Der Ring ist ja im Vergleich zum Holm wesentlich größer. Der ist ja richtig auf den Holm drauf gesteckt. Viele Pfeifenmacher, ja, das war jetzt Dappigkeit, verlasst mich nicht. Viele Pfeifenmacher fertigen ja die Ringe so, dass dann der Holm ein wenig an der Drehbank heruntergearbeitet wird. Der Ring wird aufgesteckt. Ich bin mal kurz weg. Der Ring wird aufgesteckt. So, da bin ich jetzt auch schon wieder. Der Ring wird dann einfach aufgesteckt und schließt dann hier oben bündig mit dem Holm ab. Das ist jetzt hier natürlich nicht geschehen, sondern Uwe Heidrich hat, wie man hier schön sehen kann, den Holm komplett belassen. Das heißt, der Ring dient jetzt nicht nur der Stabilisierung des Holms, weil da ist mehr als genug Holz dran und steht halt deswegen hier erhaben schön ab. Und wenn wir jetzt das Mundstück wieder drauf drehen und es nicht fallen lassen, ihr wisst ja, wenn ich Fehler mache, mache ich es, sind im Video drin, habt ihr was zum Lachen. Dann ist halt hier gut zu erkennen, dass eben hier es zum Holm an den Ring hochgeht, wieder runter geht und dann geht das Ganze ins Mundstück über. Das Mundstück ist aus Acryl und das Ganze wunderschön bernsteinfarben, passt insgesamt zum Gesamtanblick der Pfeife. Wie gesagt, schaut euch diesen Prügel an. Es ist einfach alles stimmig. Und die Pfeife, ich hatte sie so in Facebook gesehen und da wusste ich, die willst du haben. Der Preis liegt knapp unter 200 € und für eine handgefertigte Pfeife von einem Pfeifenmacher, also keine Serienproduktion, sondern wirklich alles handgemacht, ist das wirklich noch ein sehr guter Preis. Allerdings ist natürlich Uwe Heidrich nicht ganz so bekannt wie so manch anderer Pfeifenmacher. Nichtsdestotrotz aber, muss ich sagen, die Pfeife gefällt mir. Hier unten haben wir dann sein Logo drin stehen. Das könnt ihr hier, mal hoffen, dass es der Autofokus hier macht. Er macht's. Könnt ihr es ja hier gut erkennen. UHP für Uwe Heidrich Pipes. Es steht halt leider nichts weiter dabei. Auf der Internetseite habe ich nur was gesehen. Ich glaube, das ist 23/12-527, hat also einen Nummerncode auf seiner Homepage, ist nur leider direkt nach dem Kauf rausgenommen worden. Aber es ist halt dahinter, die Zahl ist halt die fortlaufende, wie viele Pfeifen er inzwischen schon gemacht hat. Und auf seiner Homepage sind diverse Pfeifen zu sehen. Welche, die deutlich günstiger sind, einige halt mit schönen Silber- oder silbrigen Applikationen, andere ohne. Schaut euch einfach mal auf seiner Seite um, da sind einige Pfeifen dabei, wo ich auch sage, oh, Mami, halt mich fest und bring mein Konto in Sicherheit. Weil was mir dort an Pfeifen aufgefallen ist, er hat auch Baumstämme, ich glaube, die nennen sich Baumstamm bei ihm.
Die sehen wirklich aus wie ein gefällter Baum mit dem abstehenden Ast. Das sind Cherrywood oder halt auch Stand-Up Poker Pfeifen. Wunderschön gearbeitet. Wie gesagt, in Design ähnlich halt eben eines Baumstamms mit Borke und allem, was dazugehört. Hat er richtig Arbeit reingesteckt, sieht richtig klasse aus. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man Pfeifenraucher ist. Man wird schwach. Man wird einfach nur schwach. Und gedenket immer der Bibel, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und ich muss mich schon arg im Zaum halten, um dann nicht noch mehr Pfeifen zu holen. Von daher, ich kann die Pfeife nur empfehlen, aber das ist meine. Die kriegt ihr nicht. Von daher, schaut euch einfach mal auf seiner Homepage um. Den Link klemme ich euch da unten mit rein in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen, was er am Pfeifen fertigt. Hier seht ihr ja, und das gefällt mir bei ihm zum Beispiel bei seinen Pfeifen besonders gut. Die Pfeife kommt ohne Einrauchpaste daher. Wunderbar, weil das erste, was ich natürlich gemacht habe, ist Finger rein, schön entlang tasten. Es ist nicht ganz so blank poliert, wie ich es beispielsweise bei meiner Don Carlos damals hatte, aber es ist schon glatt und hat halt den großen Vorteil für den Pfeifenraucher. Man kann sehen, ob es irgendwelche Spots oder ähnliches in der Brennkammer gibt. Gab es nicht. Hier gab es nur ein einziges großes Loch, mittig sitzend, nennt sich Zugloch und das ist ja gewollt. Füllvolumen. Ich sagte ja, die Pfeife ist groß, die ist wuchtig, die ist schwer, auch durch den Ring. Und ein ganz schöner Klopper. Also man kann sie durchaus nehmen und zack, gibt es die dicken, fetten Beulen. Trotz allem, wie gesagt, Durchmesser von der Brennkammer sind 20 mm. Wenn ich die Mittelfinger reinstecke, komme ich bis zum Boden, bis zum ersten Gelenk. Habe hier noch so ein bisschen Platz zum Bewegen. Ist also eine Pfeife mittleren Füllvolumens, ein bisschen mehr als mittel, aber noch kein gut mittleres, weil dafür ist die Pfeife nicht tief genug. Das sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube 30 mm Tiefe. Es gibt hier Pfeifen, da geht deutlich mehr. Aber ich habe sie jetzt geraucht. Ich hatte sie locker gestopft mit dem Elwood Flake No. 2 von DT & Dran Tobacco. Einfach zum Einrauchen, locker eingebracht, habe auch noch einen ordentlichen Platz zum Kopfrand gelassen und habe diese Pfeife gemütlich in einer Stunde geraucht. Heißt für mich, locker eingebracht, eine Stunde geraucht. Wenn die erstmal jetzt die nächsten Rauchopfer bekommt, ich werde den Tabak jetzt im Laufe der Zeit immer fester beim Einrauchen einbringen, die wird bei einem Flake locker auf 1,5 bis 2 Stunden kommen, gehe ich von aus. Wenn er mal richtig eingebracht ist und die dann gut am Zug ist, trotz des nur mittleren Füllvolumens, also da hat man schon seinen Spaß. Also rechnet mit Minimum 1 Stunde. Ich muss jetzt mal gucken, wie sich das dann weiter verhält. Ich werde jetzt ja nicht nur die Flakes rauchen, ich werde auch Virginia Mixtures nehmen. Ich werde auch zwischendurch den Gold of Mysore rauchen. Wichtig ist ja für mich nur beim Einrauchen, es müssen Virginias sein, wegen des hohen Zuckergehalts. Und erfreue mich halt immer wieder dieses Anblicks. Allein dieser keltische Ring hier, mit dem Wegweiser oder besser gesagt mit dieser Art Kompass. Ihr könnt das Muster ja hier ganz schön erkennen. Das sind, glaube ich, Wigwisier, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wigwisierring, wie gesagt, keltischen Ursprungs. Ich bin ja nun mal ein waschechter Hesse. Und die Hessen, wir sind ja auch Kelten oder keltischen Ursprungs. Nicht weit von mir entfernt ist die Glauburg in Glauberg und die Keltenwelt von Glauberg. Und hier war halt eben keltische Hochburg. Hier haben die Römer früher einst richtig auf die Mütze gekriegt. Und da macht sowas natürlich gleich doppelt Freude, wenn man mal weiß, dass das hier mehr oder weniger noch so ein paar Andenken an die antiken Vorfahren sind. Sie raucht sich sehr gut. Ist halt wie gesagt keine Pfeife für Cleansher, weil dafür ist sie zu schwer. Aber dafür liegt sie verdammt gut in der Hand. Und das Mundstück hier hinten schön aufgefächert, gut verarbeitet. Einziges Manko, aber bei dem Gewicht der Pfeife eigentlich nicht so wirklich. Ihr seht es ja hier, der Biss ist jetzt nicht sonderlich flach, aber seien wir mal ehrlich, 320 KS von Savinelli. Wenn es nicht eine mit einem schlanken Mundstück ist, sondern mit einem normalen, ist das Mundstück auch nicht flach. Heißt halt, aber wie gesagt, ist ja eh ein Klopper. So zwischen den Zähnen fixieren, oh,
Das wird eine Qual. Das Ding hat Gewicht. Also, es ist etwas für Leute, für mich. Packen, halten, rauchen. Und jetzt geht es natürlich wieder zu euch. Hier unten, Kommentarfunktion. Feedback ist angesagt. Ich freue mich ja wie immer drauf. Daher meine Frage natürlich an euch. Wie hat euch mein Video gefallen? Und ganz wichtig, wie gefällt euch die Pfeife von Uwe Heidrich? Wie gefällt euch dieses schmucke Teil hier? Gefällt sie euch auch? Vor allem halt auch die Sandstrahlung. Wunderbar gemacht. Gleichmäßig, wunderschön. Aus meiner Sicht. Seid ihr aber vielleicht gänzlich anderer Meinung, sagt, geh fort, das Ding gefällt mir gar nicht, das ist zu grob, der Ring ist zu groß, wie auch immer. Lasst uns halt hierzu ein wenig austauschen, dazu ist die Kommentarfunktion ja da. Ihr kennt das Spielchen ja auch schon, ich antworte ja auch entsprechend. Und ich bin ja wirklich auf eure Meinung, auf eure persönliche gespannt. Von daher scheut euch nicht. Ich hingegen sage in gewohnter Weise herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal, früher oder später mit dem einen oder anderen Review. Ich wünsche euch ein Happy Puffing, bleibt gesund, bleibt beim Kanal gewogen. Bis zum nächsten Mal hier. Macht's gut. Ciao.